Artifex Mundi. Und damit herzlich willkommen zum Wimmelwochenende und zu Let's Play Rätsel der Zeit, das Erbe Remastered. Ihr werdet es hin und wieder sehen, dass es nur ein Remastered ist, weil die Darstellung etwas gewöhnungsbedürftig ist. Dafür gibt es im Remastered aber die Oberfläche, die auch im zweiten und dritten Teil kommt, die sah im Original etwas anders aus. Wir spielen natürlich die Steam-Version. Und wir spielen natürlich im Expertenmodus. Ich habe es natürlich im Normalspiel hier immer vorher nochmal durch. Einmal durch, um zu schauen, ob es auch wert ist, und wegen der Rätsel, weil die können hier einen echt fertig machen. Fangen wir an. Wir haben deutsche Untertitel und englische Sprachausgabe. Years ago, my father sparked my interest in the sciences. My studies only fanned the flames. Before long, I was working abroad as a physicist. All that hard work has finally paid off, and I can't wait to surprise father with the results. Looks like Home Sweet Home hasn't changed much. Wait, that light in the attic. Father sealed the attic decades ago. So who is in that window? Nice Ziel, finde den Mondschlüssel. Ja. Und wir sehen an Hintergründen, dass die gezerrt wurden und nicht neu gezeichnet. Finde ich ein bisschen schade. Aber dann bemerkt man auch wirklich die Steigerung also die Verbesserungen im Spiel an sich. In den kommenden zwei Teilen, die wir anschließend spielen werden. Und Awakening kommt noch. Aber erst, wenn ich wieder Geld habe. Und das war gerade sehr günstig. Ich habe für alle drei Teile weniger gezahlt wie für einmal Awakening. Also, nehmen wir mal das Buch. Alles Gute zum Geburtstag, Vivian. Ich bin stolz und dankbar, dass ich dir dein Erbe überreichen kann. In der Familientruhe sind eine Kristallkugel und 7 magische Ringe versteckt. Mögen sie dir stets Freude und Glück bringen. Nutze sie mit Bedacht, dann werden deine Träume wahr. Alles Liebe, dein Vater, William Ambrosi. Vor allem mit den kommenden Teilen wird es dann noch interessanter, was die Familiengeschichte anbelangt. Hier haben wir ein Teleskop. Oder ein Schrank. Ein Bild. Oh, ein Schlüssel. Ein Bild. Mr. Ambrosi war mein Großvater. Er war ein berühmter Magier und ein Medium. Für alle, die nicht wissen, was ein Medium ist. Das hier ist auf jeden Fall ein Glockenspiel. Da Medium nannte man auch die... Wann war das? Oh, ich habe es in dieser Dokumentation gesehen. Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, eben mit diesem Ouija. Eben mit Geistern Kontakt aufnehmen konnten. Steht da dran. Spiritist and Medium. Hier steht Spiritist and Medium. Aha. Und hier steht Magier und ein Medium. Fehler. Naja, schauen wir uns mal die Kiste an. Abgeschlossen. Vielleicht sollte ich diesen Schlüssel probieren. Neues Ziel. Zerschnell die Abdeckung, um zu sehen, was dahinter steckt. Ich meine, ich hätte im Haus ein Medaillon in dieser Form gesehen. Wer ist der Mann in diesem komischen Aufzug neben Vater? Und was ist das für eine geheimnisvolle Zeit? Finden wir es doch raus. Was in diesem Let's Play? Naja, in diesem Let's Play ist man ziemlich eingeschränkt. Was sage ich denn? In diesem Teil.
Das wird in den späteren wird das auch besser und interessanter. So. Da ist das Medaillon. Finde den Mondschlüssel. Der wird uns auch eine Ewigkeit lang begleiten. Ah, mal sehen, was wir da haben. It's not like Father to lock up a hokey crystal ball. Hey, who are you calling hokey? Magic is based in science, you know. You can talk? Oh, please, pardon my manners. I can't find my father, and it's put me on edge. As it should. Stare into me and I will show you what happened here. A strange man appeared in this attic, demanding your father turn over a set of precious rings. When your father refused, the stranger became very agitated. What happened next is unclear. There was a popping noise. Then they both disappeared in a flash of light. Oh no! Father! It may sound incredible, but he can be rescued. Only with your help. The rings are well hidden in the attic. Find them, and then maybe we can find your father. Okay, dann lass uns mal die Ringe finden. Ja, wir brauchen etwas zum Aufschneiden, nicht wahr? Das war das. Hier können wir noch das erste Wimmelbild machen. Mal schauen, ob ich alles finden will. Die Übersetzung in diesem Teil ist eine Katastrophe. Teilweise stimmt überhaupt nicht, was dran steht. Probieren wir eine Feder, wahrscheinlich das. Nein, das ist ein Traumfänger. Was haben wir denn? Boxhandschuhe, Cricketschläger, Golfschläger, Armbanduhr, alte Münze, Ahornblatt, Schere, Spinne, Läufer, Feder. Die Schere. Hier haben wir den Golfschläger. Das Ahornblatt. Der Läufer brauchen wir. Telefon brauchen wir nicht. Ein König brauchen wir auch nicht. Ein Kerzenhalter glaube ich auch nicht. Asse brauchten wir auch nicht. Ein Bild einer alten Frau auch nicht. Dann haben wir eine alte Münze. Hier haben wir ein Schmetterling. Was ist das hier überhaupt? Ach, da war der Cricketschläger. Ah, ja. Jo, wahrscheinlich. Eine Taschenuhr, genau, Armbanduhr. Überall, wo Armbanduhr dran steht, handelt es sich immer um eine Taschenuhr. Dann brauchen wir noch eine Feder, eine Spinne und Boxhandschuhe. Das sind Boxhandschuhe. Jetzt brauchen wir noch eine Feder und eine Spinne. Na, hier haben wir Spinnweben, aber keine Spinne. Da ist die Spinne. Jetzt ist nur die Frage, welche Art von Feder wir brauchen. Aber ich glaube, es war eine Feder aus Metall. Ne, wir können... Hier kann man noch den Modus wechseln, wenn man etwas nicht findet. Könnte man noch etwas anderes machen, falls es zu lange gehen würde. Gerade weil viele Übersetzungen einfach so ein Fail sind. Kann man das damit zumindest umgehen. Nein, ich finde das nicht, dann machen wir das halt schnell.
Dann kriege ich den Erfolg halt nicht, mir egal. So schnell die Abdeckung, um zu sehen, was dahinter steckt. Ich muss hier die Ringe einsammeln. Ich hätte unten anfangen sollen. Now that we have the rings, let's travel and rescue your father. Travel? But my passport... Hey, what's happening? Ah! Yeah! Who just hit and run on the Celestial Road? Hey, Ball! Where are we going? Irgendwo jenseits der Zeit. Oh, I guess we're not in England anymore, Ball. Oh, this place is amazing. I'm cracking! Quickly, Vivian! Place me on the pedestal of the Nexus machine before I shatter! Oh my goodness. How did this happen? Did the crash with that man in the vortex crack you? Indeed. Now kindly get on with placing me in the Nexus machine. Phew! This should slow down the cracking process. Now, place the rings in the machine. Their magic is all that can heal me. I don't know how to tell you this, but the rings are gone. I dropped them in the crash. You must find them, and before the man who took your father and hit you in the vortex does. The vortex will have sent the rings to their former owners. Head to the Middle Ages and find Sir Bodwin of Phoenix. He will help you. The Middle Ages? But how does one get there? Go to the archive room and collect items from the Middle Ages to travel there. Genau. Jetzt müssen wir Teil sammeln. Da gibt es hier immer ein Wimmelbild. Vor jeder Zeit. Hier haben wir Handschuhe. Ein Schachbrett. Schriftrolle, Trommel. Halskette, Hufeisen. Kessel, Vogel, Eimer. Kette, Fass und Axt. So haben wir noch ein Fass. Hier haben wir jede Menge Schirme. Hier haben wir die Halskette. Ein Tambourin, Schriftrolle. Noch wieder ein Kessel. Hat jemand einen Kessel gesehen? Da. Doch, Vogel brauchten wir. Dann Kette. Hätte Fahrradkette. Und eine Axt. Das Schlimme ist dieser Lichteffekt. Der macht einen wahnsinnig. Axt, 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 Axt. Und das war noch eine Kette. War die nicht immer irgendwo hier? Ah ja, da oben war sie. Das ist dumm, uns fehlt immer ein Objekt. Wo ist die Axt? Einfach einmal ganz laut hier schreien. Was ist das da oben? Keine Axt, okay. Ah, ich hab's eh schon benutzt, dann ist es egal. Total egal. Objekte des 13. Jahrhunderts. So, jetzt müssen wir ins 13. Jahrhundert reisen. Schwuppdiwupp. Geh durch die Tür, die sich gerade geöffnet hat, um ins 13. Jahrhundert zu reisen. Ah ja, da war irgendwann auch mal ein Anzeigebug. Also 13. Jahrhundert. 14. April 1215. Oh, the ball wasn't lying. I'm actually in the Middle Ages.
Finde eine Verkleidung, um in der Stadt nicht aufzufallen. Wir reden mit ihm. Welch merkwürdige Kleidung ihr trägt. Seid ihr eine Hexe? Stellt euch fort. Ich hasse es, wenn... ID-Fehler, Daten bestätigt. Name, Geburtsdatum 4/1/2474. Okay. Was haben wir noch? Greetings, fair maiden. Such raiment leads me to believe you're accompanying the man in the strange suit. No, my lord. My costume is customary in a faraway land, but please do plod on about the man you mentioned. Faraway land? Perhaps time is what you meant. The man is from a different era as well. Don't be afraid. My brother uses a ring to travel in time as well. Your brother? He wouldn't be Bodwin, would he? He's the very same and is guarding a tent in the town square. But you can't go there dressed like that. I only have the clothes I wear, unfortunately. Then you must play a game with me and win yourself a leather surcoat. So, und jetzt können wir hier das erste Minigame spielen. Nein, wir nehmen natürlich erstmal das Messer mit, um andere Leute abzustechen. Wenn ihr mich in einem Gedächtnisspiel besiegt, gebe ich euch ein Ledergewand, damit ihr nicht auffallt. Ah ja, das war das schreckliche Memory. Mit dem viel zu wenig FPS. Ja, wir spielen auf schwer und die Schilde sind einfach versteckt als im richtigen Spiel. Neue Kleidung. Moment, nur wer das Wappen des Phönixordens trägt, darf eintreten. Okay. Die Menschen schauen beim Turnier zu. Dann gehen wir auf den Jahrmarkt. Nice Ziel, finde Schachfiguren, um gegen Bodwin zu spielen. Wir haben noch nicht mal mit ihm geredet. Excuse me, are you Sir Bodwin of Phoenix? I am indeed. And you must be Vivian. How do you know my name? I've met your father, William. He's quite proud of you. Showed me a few of those little lifelike paintings. Photos, he called them. Then you must help me. He was kidnapped by a man in a strange suit, and I need your ring to find him. Only the Phoenix Order is worthy of the ring. But I'll tell you what. Beat me at this game, and I'll deem you a Phoenix at heart. Okay, dann schauen wir mal hier an. Belohnung, 50 Kreuzer. Entschuldigt. Für denjenigen, dem es gelingt, den geheimnisvollen Hexer und Magier zu fangen, der versucht hat, einen Goldring zu stehlen. Repariere die Mähne und Achse des Holzpferds. Ich habe viel Spielzeug im Angebot. Wenn ihr dieses Holzpferd repariert, dürft ihr euch etwas aussuchen. Okay, wir gehen. Mal zurück. Können wir hier schon rein? Nein, ich glaube nicht. Wundervolle, aufrichtige Musik. Die Barden sind meisterhafte Unterhalter. Und wir bekommen eine Fischgräte. So, damit konnte man, glaube ich, die Achse reparieren. Oder auch nicht. Ach so, nein, das war die Nadel. Das war der ID-Fehler. Hier können wir einen Pfeil nehmen. Ich kann ein Familienwappen dieses Gewand nähen. Ja, danke. Hier haben wir etwas Stoff und hier haben wir ein Messer. So. Dann benutzen wir mal den Pfeil hierfür. Das Pferd braucht eine Mähne.